Red Heat stand da auf der Filmklappe. Red Heat, so der Titel des neuen Schwarzenegger-Streifens. Arnold räumt diesmal als russischer Musterpolizist in Chicago auf. Hallo und herzlich willkommen zu Action Neu im Kino, zu unserer aktuellen Filmshow, in der ich Ihnen selbstverständlich mehr von diesem witzigen Actionstreifen zeigen werde. Außerdem gibt es ein Interview mit dem österreichischen Muskelpaket, in dem er von den sicherlich außergewöhnlichen Dreharbeiten in Moskau erzählen wird. Beginnen will ich aber mit Bette Midler und Lily Tomlin in der spritzigen Verwechslungskomödie 2x2. Zur Vorgeschichte nur Folgendes. In New York bringen zwei Frauen in dem gleichen Krankenhaus jeweils ein Zwillingspärchen zur Welt. Eine nicht ganz aufmerksame Krankenschwester vertauscht zwei der insgesamt 4 Mädchen. Jahre später führt das Schicksal sie in einem New Yorker Hotel zusammen, natürlich ohne, dass sie es selber merken. So wohnen sie Zimmer an Zimmer und bringen Hotelpersonal und Gäste an den Rand der Verzweiflung. Ist ja genauso wie im Weißen Haus. Ja, ich möchte wetten, dass die CIA im Keller sitzt. Hören Sie, eins wollen wir erst mal klarstellen. Auf wessen Rechnung gehen die Zimmer? Soviel ich weiß, gehen die Buchungen auf Moramex. Ist alles in Ordnung? Nein, es ist gar nichts in Ordnung, weil... Rose. Aber ich denke, wir lassen das so. Wir sollten die Zimmer bei den barmherzigen Schwestern abbestellen. Test 1, 2, 3. Das Waschbecken ist hier im Zimmer. Nein, die Franzosen nennen das ein Bidet. Die Französinnen müssen größer sein als wir. Was meinen Sie damit? Sie haben unsere Suite schon vergeben? Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber der Schlüssel ist nicht hier. Ich möchte sofort den Manager sprechen. Rose, sieh dir das an. Rotwein und Käse aus aller Welt. Oh, hast du das gesehen? Echte Holzbügel. Aber die gehen gar nicht raus. Entzückende kleine Seifen in Form eines Schwans. Sind die nicht zum Sterben schön? Ich will unser Zimmer und ich will es sofort. Ja, Ma'am, ich kann Ihnen die Suite gleich neben Ihrer geben. Sieht ganz so aus, als wären wir hier zum letzten Mal abgestiegen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich bin sicher, wir werden uns großartig amüsieren, mein Lieber. Oh, verzeihen Sie, tut mir leid. Ich hoffe, dass Sie jetzt mit allem zufrieden Ach, sind. du meine Güte, ja, dieses Zimmer ist ein Hammer. Haben Sie mal gesehen, was man von da oben für einen Ausblick hat? Nein, ich bin nicht weiter raufgekommen als bis zum 3. Stock. Das ist so ein Ding. Da müssen Sie unbedingt mal zu mir kommen und sich das ansehen. Möglich? Möglicherweise begegnen wir uns nachher noch. Toll, ich halte auf jeden Fall Ausschau nach Ihnen. Bis nachher. Na schön. Sie wollen also keinen Wechsel akzeptieren. Selbst wenn ich Ihnen 1% der Bergwerksprofite zuschanzen würde? Auf gar keinen Fall. Ich bestehe auf vollständiger Barzahlung. Dieser Abend darf nicht enden, bevor unsere Verhandlungen nicht abgeschlossen sind. Sagen wir in meinem Zimmer. Ich sehe nur schnell nach, ob Nachrichten für mich da sind. Dann treffen wir uns oben. Ich ziehe mir nur schnell etwas anderes an. Was nicht so al dente ist. Bella, molto bene, signorina. Haben Sie irgendwelche Nachrichten für mich? Eine. Um 10 Uhr habe ich Feierabend. Da würde ich gern den Ausblick von Ihrem Zimmer genießen. Ah, wirklich? Ich zittere vor Verlangen, das zu erleben. Wollen Sie doch noch ausgehen? Oder gehen wir lieber gleich rauf? Also ich hatte sowieso vor, wieder nach oben zu gehen. Gut. Wollen wir? Nein, ich schaffe das schon allein. Gehen Sie ruhig schon vor. Selbstverständlich. Hey, Baby. Eigentlich bin ich allergisch gegen Angora. Aber davon bin ich jetzt geheilt. So hatte sich der Portier das Rendezvous natürlich nicht vorgestellt. Aber nach all dem Chaos, so viel kann ich Ihnen jetzt schon verraten, nach reichlich Turbulenzen folgt natürlich eine Gegenüberstellung, die von ihrer Inszenierung her an Altmeister Charlie Chaplin erinnert. Die beiden Hauptdarstellerinnen Lily Tomlin und Bette Midler alberten auch nach Drehschluss unablässig weiter. Sie sind mittlerweile sogar dicke Freundinnen geworden. Wir haben uns von Anfang an keine Komplimente gemacht, meinten sie. Wir haben uns immer ehrlich die Meinung gesagt. Und das ist wohl die wichtigste Basis für eine funktionierende Freundschaft. Ein sprechendes Auto ist ja
Für RTL Plus Zuschauer nichts Neues. Nun gibt's im Kino einen Lastwagen, mit dem man sich unterhalten kann. Aber keine Angst, es ist längst keine Konkurrenz für Kid aus Knight Rider. Der neue Leinwandstar ist ein 6,5 Tonnen schwerer Truck, der alles plattwalzt, was ihm unter die überdimensional großen Reifen kommt. Und diese Fähigkeiten stellt er immer wieder gerne bei Rodeos unter Beweis. Sein Name ist Mr. Twister. Ganz klar, dass ein solches Gefährt für Diebe ein interessantes Objekt ist. Ich weiß zwar nicht, was dieses Schmuckstück unter der Haube hat. Das wird streng geheim gehalten. Aber was es auch ist, es reicht. Es ist Mr. Twister, verehrtes Publikum, aus Wisconsin. Gefahren von Dave Kekowski, dem Vorjahressieger des Monster Crash Wettbewerbs in Rock Falls. Aufhören, ihr beiden! Gib sofort her. Guck mal da. Sieh nach, ob wir in Ihren Wagen reinkommen. Warum ich? Weil ich es gesagt habe. Ich kann nicht. Wieso kannst du nicht? Hier ist die Hose aufgeplatzt. Idiot. Von jetzt an wirst du die Dinge richtig machen. Du hattest bisher noch nie mein Logiksystem aufgerufen oder ausgelöst. Und nun, wo ich feststelle, dass es Ärger gibt, verhältst du dich wie ein Idiot. Meine Frau ist entführt worden und da lasse ich mich hier von einem Computer beleidigen? Ich nehme ein Gewehr und hole sie zurück. Sie hat mich geschaffen. Sie ist diejenige, die für mich sorgt. Dein Plan bringt sie nur noch mehr in Gefahr. Mein IQ, das heißt mein Intelligenzquotient, befähigt mich erheblich mehr, die angemessene Vorgehensweise zu planen. Pass auf dich auf. Mit der Rückendeckung. Nicht zu fassen, sieh dir das an. Ich kann nichts dafür. Du musst dir eben endlich mal deine eigene Wohnung suchen. Ah, Scheiße! Kann einfach nicht genau zielen mit dem Mistding. Ich hab ihn verpasst! Kelly! Er kommt auf uns zu! Ein Supertruck auf Gangsterjagd. Dies hier ist zwar nur eine Mini-Ausgabe, ein ferngesteuertes Spielzeugauto, aber wenn Sie den Original Monster Truck mal live erleben möchten, Mr. Twister ist noch bis zum 23. Oktober auf Deutschland-Tournee und wird seine Demoliershow in Deutschlands Autokinos präsentieren. Vielleicht achten Sie ja mal auf Hinweise in der örtlichen Lokalpresse. 10 dieser Mini-Trucks hier können Sie nachher bei unserem Filmquiz gewinnen, aber dazu später noch Genaueres. Red Heat, liebe Zuschauer, ist heute mein Filmtipp der Woche. Arnold Schwarzenegger spielt diesmal einen Polizisten, der aus der Kälte kam. In Chicago versucht er einem Drogendealer, der Glasnost für seine ganz persönlichen verbrecherischen Zwecke missbraucht, ihm versucht er gemeinsam mit James Belushi das Handwerk zu legen. Aber am besten erklären die beiden Hauptdarsteller jetzt selber mal ihren Film. Red Heat ist ein Polizeithriller mit unglaublich viel Action. Ein Streifen voller Humor. Die Geschichte ist wirklich atemberaubend. Der böse Russe im Film Victor, er hat Dankos Partner getötet, erklärt James Belushi die Story. Daraufhin flieht er nach Amerika. Er wird verfolgt von Arnold, der im Film den Danko spielt. Erklärt James Belushi, seinen Charakter soll nun Arnold am Flughafen abholen.
Ich kann ihn nicht leiden. Ich mag diese Aufgabe überhaupt nicht und schon gar keine Russen bzw. Kommunisten. Ich spiele einen russischen Polizisten, erklärt Arnold, der nach Chicago gekommen ist und mit dem vermutlich schlechtesten Cop von Chicago gestraft wird. Ich kann ihn einfach nicht leiden, so Belushi über seinen Partner. Natürlich nur im Film. Denn alles, was er will, ist, diesen Victor zur Strecke zu bringen. You did not make it, Victor. Hello, Vanya. It's very funny. Ein sehr komischer Streifen. Very funny. There's a lot of Jede Menge Action. Und das Größte daran ist die Beziehung zwischen Arnold und mir. It's a relationship between Arnold and myself. I know. Ja, Cepiale, sudi moina smrt. Man sieht gleich, dass das alte Freunde sind. Körpersprache ist schon eine wunderbare Sache, nicht? Wissen Sie, wozu der passt? Ich würde sagen, ein Schließfachschlüssel. Warum fragen Sie nicht Ihren Freund? Versuchen Sie es. Wo ist Schließfach, das dieser Schlüssel öffnet? Was hat er gesagt? Er sagt, geh und küsst deine Mutter von hinten. Komm her! Ich mach dich fertig! Man bringt dich nicht auf! Blöder Arschbolzen! Komm schon, haben wir ab! Brauch ich Schlüssel! Komm schon, Mann! Schicken Sie Ihre Uniform in Pension? Ich werde im Untergrund arbeiten. Untergrund? Sie sehen aus wie Popeye. Naja, Spinat soll ja gesund sein. Was ist das? Meine Uhr. Hab noch Moskau-Zeit. Zeit zum Schlafen gehen? Zeit, um Sittich zu füttern. Was ist das? Russisch für Wichsen? War wohl nichts. Was haben Sie gegen Sittiche? Nichts. Was soll ich denn gegen Sittiche haben? Meine kleine Schwester hatte früher einen. Wollen Sie einen Sittich? Ich habe nichts dagegen. Ist mir scheißegal, Mann. Sie denken, Sittich ist ein Mädchen? Habe ich das gesagt? Das habe ich nicht gesagt, oder? Woher soll ich denn das wissen, verdammt nochmal? Sittich oder nicht Sittich, ist mir scheißegal. Er ist mein Mann. Diese Quallenbüchse nehme ich in der Luft auseinander. Moment. Wir können sie benutzen, um Victor zu finden. Fein, dass Sie immer die Einfälle haben. Vielleicht fahre ich einfach nach Hause und hole mir einen runter. Oder ich sehe mir Miami Vice an. Vielleicht lerne ich noch was. Captain Danko, Sie sind jetzt stolzer Besitzer der mächtigsten Handfeuerwaffe der Welt. Sowjetische Potburin. 9,2 mm. Ist auf weltmächtigste Handfeuerwaffe. Kommen Sie, jeder weiß, die Magnum 44 ist der treffsicherste Prügel. Sogar Dirty Harry steht drauf. Wer ist Dirty Harry? Tee, bitte. Mit Zitrone in einem Glas. Richtig? Ja. Na klar. Hab Dr. Chivago gesehen. Hey, sind Sie überhaupt schon mal Bus gefahren? In Kiew, NRW. Oh, nein, nein, nein. Das hier ist eine Einbahnstraße. Rüber auf die andere Seite, verdammt nochmal. Danko, was ist denn los? Schwerhörig oder was? Oh nein! Rüber, nach rechts! Weiter so. Ein Denkmal weniger in Chicago. Frage an meinen Schutzengel, wo bleiben die Bullen? Immer wenn man einen braucht, ist nie einer da. Aber einmal falsch geparkt, schon hat man sie alle am Arsch. Wo verdammt nochmal sind sie? Jede Menge Action und flotte Sprüche. Für die Szenen in Russisch hat Arnold übrigens 3 Monate lang gebüffelt.
Die neu erlernte Sprache konnte er auch gleich vor Ort anwenden. Denn sensationell bei diesem Streifen ist die Tatsache, dass die russische Regierung noch nie zuvor einer westlichen Produktion den Roten Platz für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt hat. So bemüht sich beispielsweise Bond-Produzent Chubby Broccoli schon seit 1960 vergeblich um eine Dreherlaubnis an Originalschauplätzen ohne jeglichen Erfolg. Bisher musste Helsinki immer als Moskau-Double herhalten, weil die Häuser dort am ehesten der russischen Architektur ähneln. Während der Dreharbeiten haben wir mit Arnold Schwarzenegger über seine Erlebnisse in Moskau gesprochen, die ihn doch sehr beeindruckt haben. Sicherlich wollten wir mit dem gebürtigen Österreicher ein Interview auf Deutsch führen, doch da winkte er ab. Er meint, dass sein österreichischer Akzent seinem Macho-Image abträglich sein könnte. Seine Manager haben ihn da sicherlich gut beraten, denn sein Englisch ist wirklich manchmal zum Fürchten. Für Arnold war schon ein großes Erlebnis, zum ersten Mal mit einem westlichen Team auf dem Roten Platz drehen zu dürfen. Es ist nicht so wie in Hollywood oder in New York, wo so etwas fast tagtäglich vorkommt. Wir haben drüben ein richtiges Spektakel veranstaltet, sagt Schwarzenegger. Hunderte von Jugendlichen haben ihn erkannt und nach Autogrammen Schlange gestanden. Seine Streifen, so der verwunderte Actionstar, müssen sie wohl auf dem Schwarzmarkt erstanden haben, denn offiziell sind sie verboten. There's one scene where we have a funeral. The faces Bei einer Beerdigungsszene haben ihn die Gesichter der russischen Statisten sehr bewegt. Die Härte, die darin zum Ausdruck kam, die ist für Arnold der wirkliche Sowjetlook, den man nie in den USA zu sehen bekommt. Außerdem fand es der Schauspieler interessant, die Diskotheken in Ost und West miteinander zu vergleichen. Er besuchte Bodybuilding-Studios und den ehemaligen Gewichtheber Juri Vlasov. Normalerweise, so Arnold, werden die Russen in den Filmen immer nur negativ dargestellt. Das ist wohl der erste Streifen, meint Ex-Mr. Universum, in dem ein Sowjetbürger gut und heldenhaft rauskommt. Nach den Dreharbeiten von Red Heat in Moskau will sich die Sowjetunion nun öfter dem Westen in Sachen Film öffnen. Demnächst darf Regisseur Sergio Leone mit seinem Team einreisen, um die Belagerung Leningrads durch deutsche Truppen an Originalschauplätzen zu filmen. Ein Muskelmann wie Arnold Schwarzenegger lockt mit seinen manchmal knallharten Actionstreifen vorwiegend männliche Besucher in die Kinos. Und deshalb bin ich heute besonders gespannt, wie eine junge Dame seinen neuesten Streifen beurteilt. Unsere Zuschauerkritikerin ist 25 Jahre jung und studiert Betriebswirtschaft im 11. Semester. Evelyn Kraus hat sich gestern den Film angesehen und ist heute ins Studio gekommen, um ihre Meinung dazu zu sagen. Hallo Evelyn, grüß dich. Ja, wie hat dir der Film gefallen? Nun, ich persönlich fand den Film eigentlich weniger ansprechend. Er war mir zu brutal, da waren mir zu viel Verfolgungsjagden und ehrlich gesagt, ich fand die Sprache sehr platt. Da waren unheimlich viele Kraftausdrücke, also ich persönlich mag das weniger gern. Was ich sehr gut fand, das war vielleicht die Kameraführung, da waren schöne, interessante Effekte und ich muss auch sagen, gerade am Anfang waren schöne Aufnahmen von Moskau zu sehen, also das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Und wie hat dir Arnold gefallen? Also Arnold ist sicherlich nicht mein Typ, er hat mir einfach zu viel Muskeln, zu viel Masse. Und wenn ich jetzt mal was ganz Ehrliches sagen darf, ich finde, so mit seinem Kurzhaarschnitt sieht er aus wie eine Mischung zwischen einem Irokesen und einem Affen. Aber es ist jetzt nur meine Meinung. Aber ich muss dir sagen, also Arnold Schwarzenegger ist auch nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ich finde, er muss sich halt noch eine Menge einfallen lassen, um auch die Damen für sich zu begeistern. Das würde ich auch sagen. Evelyn, welche Filme schaust du dir denn gerne an? Also wenn der dir nicht so gut gefallen hat? Nun, also sehr gut gefallen hat mir Wall Street und Eine verhängnisvolle Affäre. Also wegen da war Michael Douglas. Ja, da war ich wirklich begeistert. Das kann man verstehen. Liebe Zuschauer, wenn Sie sich, wie die Evelyn, auch mal hier im Studio zu einem Film äußern wollen, dann schreiben Sie mir eine Postkarte. Die Adresse RTL Plus, Stichwort Filmkritik, in 5000 Köln 40. Ja, und in der letzten Woche hatte ich Sie wieder mal gefragt, aus wie vielen verschiedenen Filmen besteht dieser Zusammenschnitt, und hier kommt die Lösung.
3 Filme waren's, aus aktuellem Anlass sportlich angehaucht. Unser Quiz: 3 Filme für Rocky, Mach's noch einmal Dead und Freiwurf. Ja, liebe Evelyn, da Sie hier heute schon mal im Studio sind, darf ich Sie auch bitten, sich für eine Dose zu entscheiden, damit wir unseren Gewinner ermitteln. Welche wollen wir denn öffnen? Nun, dann nehme ich die 2. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Die 2. Die nehme ich hier mal runter. Du machst es mir ganz einfach. Und vielleicht liest du auch jetzt mal die Gewinnerin vor. Also, die Gewinnerin lautet Ute Wiczorek aus der Retznowstraße 55 in 1000 Berlin 46. Herzlichen Glückwunsch, Ute. Ja, liebe Ute, Sie erinnern sich, es geht für Sie von Berlin. Hier zeigen wir nochmal, dass die 3 Filme richtig sind. Es geht für Sie von Berlin nach München zu den Bavaria Filmstudios und dort dürfen Sie mal hinter die Kulissen schauen. Ja, Evelyn, ich bedanke mich bei dir für den Besuch im Studio. Hat dir dein erster Versuch hier vor der Kamera Spaß gemacht? Ja, wirklich sehr viel. Okay, prima. Ich wünsche dir noch was. Tschüss, Dankeschön. Ja. Tschüss, ja, danke. Liebe Zuschauer, ich habe es vorhin schon angedeutet. 10 Mini-Trucks verlose ich hier, 10 ferngesteuerte Spielzeugautos. Meine Frage, wie immer, aus wie vielen verschiedenen Filmen besteht dieser Zusammenschnitt? I have a dream, and it's so clear. Won't think about it twice. No, no, don't try to tell me what to do. 'Cause freedom lives in me, so wild and free. Yeah, yeah, there's gotta be a better way. You put the love inside my life, baby. There's gotta be a better way. Without your loving here, where will I find love? Die Pille. Einen von 10 ferngesteuerten Spielzeugtrucks können Sie gewinnen, wenn Sie wie immer herausfinden, aus wie vielen verschiedenen Filmen dieser Zusammenschnitt besteht. Die Zahl, bitte nur die Zahl, schreiben Sie auf eine Postkarte. Unsere Adresse RTL Plus, Stichwort Kino in 5000 Köln 40. Einsendeschluss ist der kommende Mittwoch, der 5. Oktober. Vollkommen überrascht war Beverly Hills Cop-Regisseur Martin Brest, als Robert De Niro die Hauptrolle in seinem neuesten Actionstreifen annahm. Denn von dem zweifachen Oscar-Gewinner De Niro weiß man, dass er seine Rollen sehr, sehr sorgfältig aussucht. Und das hat er auch diesmal getan. Denn Midnight Run, 5 Tage bis Mitternacht, ist kein Actionstreifen im üblichen Sinne. Klar fliegen auch dort die Fetzen, aber die Story ist, was selten genug vorkommt, die Geschichte ist durchdacht und zwischen den rasanten Action-Szenen gibt's reichlich amüsante Dialoge. Robert De Niro spielt einen Ex-Cop und Kopfgeldjäger, der 5 Tage bis Mitternacht, der nur 5 Tage Zeit hat, um einen Gangster von New York nach Los Angeles zu transportieren. Sicherlich wäre es ein leichtes gewesen, in New York in einen Flieger zu steigen und 5 Stunden später in Los Angeles zu landen. Aber der Gangster hat eine unbeschreibliche Flugangst und so beginnt eine abenteuerliche Hetzjagd kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten. Denn da gibt's noch einige andere, die sich die Belohnung von immerhin $100.000 einstecken wollen. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Nachdem ich dich abgeliefert und mein Geld kassiert habe, werde ich einen hübschen kleinen Coffeeshop eröffnen. Wie viel bekommen Sie eigentlich für mich, wenn ich mal fragen darf? Ich weiß nicht, ob dich das was angeht, aber ich sagte, das sind in der Größenordnung 100.000. 100.000. Mal eine Frage, würden Sie 100.000 nehmen und mich gehen lassen? Mach dir keine Hoffnung. Oh. Ich muss Ihnen eins sagen, ein Restaurant ist eine sehr risikoreiche Investition. Mehr als die Hälfte der Lokale geht in den ersten 6 Monaten pleite.
Also, wenn ich Ihr Buchhalter wäre, müsste ich Ihnen entschieden davon abraten. So müsstest du das. Aber du bist nicht mein Buchhalter. Nein, ich meine das nur hypothetisch. Wenn ich Ihr Buchhalter wäre... Ich habe dir gesagt, ich steck dich da rein. Also, ich habe ja nur gesagt, dass es ein unheimlich riskantes Geschäft ist. Und wenn ich doch Ihr Buchhalter wäre, dann müsste ich Ihnen entschieden davon abraten, als Ihr... Naja, als Ihr Buchhalter. Du bist aber nicht mein Buchhalter. Ja, das sehe ich ein. Ich bin nicht Ihr Buchhalter. Ich sagte ja, wenn ich Ihr Buchhalter wäre. Los! Also. Setz doch mal die Handschuhe drüber. Wissen Sie, wer ich bin? Special Agent Foster Grant. Alonso, wollen Sie mir gar nicht danken, dass ich Ihre Arbeit mache? Zurück. Ich danke Ihnen wohl. Was soll denn das werden? Wir ziehen uns los! Großer Gott, mir bleibt doch nichts erspart. Einsteigen! Walsh! Sie dreckiger Mistkerl! Oh mein Gott. Halt die Klappe. Was baumelt denn da? Halt die Klappe. Warum schießen die? Das waren Serranos-Leute, die warten nicht mal, bis du im Gefängnis bist. Können Sie mir verraten, warum wir vor dem FBI davonlaufen? Weil ich dich selbst zurückbringen muss, sonst kann ich mein Geld abschreiben. Ich werde dich doch nicht dem FBI übergeben. Ich will Sie was fragen. Wieso haben Sie sie so lange nicht gesehen? Wieso? Ja. Okay, damit du Ruhe gibst, sage ich dir wieso. Sie hat damals einen Police Lieutenant geheiratet. Und ich bin nicht sehr beliebt bei der Chicago-Polizei. Begreifst du das? Wieso sind Sie nicht beliebt bei der Chicago-Polizei? Das ist jetzt völlig egal, hör auf. Moment mal, soll das ein Verhör werden oder was? Wieso? Wieso? Was haben Sie angestellt? Warum sind Sie nicht beliebt bei der Chicagoer Polizei? Komm, das geht dich wirklich nichts an, John. Hat sie verletzt? Ja. Tut mir leid. Was tut dir leid, Mann? Die Tatsache, dass sie verletzt hat. Sie hat mich nicht verletzt. Aber das sagten Sie doch Das gerade. stimmt nicht. Sie sagten, sie hätte sie verletzt. Ich habe das nie gesagt. Du sagtest sie. Ich fragte Sie, ob sie verletzt hat, und Sie meinten ja. Du hast mir das in den Mund gelegt. Du bist ein richtiger Wortverdreher. Hör bloß auf Jack, damit. Sie sind ein erwachsener Mann. Sie müssen doch wissen, welche Äußerungen Du Sie hast völlig abgeben. recht. Die nächste Äußerung wirst du dir gut anhören. Sie heißt nämlich, halt deine blöde Fresse. Da schlägt Jack Walsh alias Robert De Niro zwar noch einen rauen Ton an, aber im Grunde genommen ist ihm der Gangster schon ans Herz gewachsen. Hinzu kommt, dass dieser Bandit sein gestohlenes Geld gleich nach dem Coup der Wohlfahrt gespendet hat. Ein moderner Robin Hood also. Robert De Niro plant übrigens schon wieder einen neuen Streifen. In Union Street wird Jane Fonda seine Partnerin sein. Peter Trunk, liebe Zuschauer, das wissen Sie vielleicht, er berichtet für Action Neu im Kino jede Woche aus Hollywood. Heute trifft er dort unter anderem auf solche Stars wie Dennis Hopper, John James und Dudley Moore. Aber er präsentiert Ihnen auch eine interessante Neuentdeckung. Hier ist sein Bericht. Dies ist das echte Hollywood. Das Hollywood, wo gearbeitet wird. Das Hollywood, wo Filme entstehen. Und hinter diesem großen Zaun sehen Sie das Gelände der Gesellschaft 20th Century Fox. Und wenn Sie mal genau sehen, das sind große Fassaden, die von vorne wie Häuser aussehen. Und von hinten ist alles nur Pappmaché. Dies ist das Hollywood der Stars, der großen Stars, wie Elizabeth Taylor, James Stewart, Clint Eastwood, Pee Wee Herman. Pee Wee wer? Pee Wee Herman ist Amerikas neuer, seltsamer Star. Wollte man einen Vergleich mit einem deutschen Star ziehen, so käme man Pee Wee mit Otto wahrscheinlich am nächsten. Der lustige Schauspieler war ursprünglich Mitglied einer Komikertruppe, die durch die Lande zog. Schon bald kristallisierte sich seine Figur heraus. Der große Durchbruch kam, als er eine Fernsehsendung für Kinder bekam. Pee Wees Playhouse wurde schnell zur erfolgreichsten TV-Show der USA am Samstagmorgen. Dann kam die große Leinwand. Zunächst Pee Wees Big Adventure und nun Big Top Pee Wee, ein Film über seine Abenteuer im Zirkus. Now what? Pee Wee, you're supposed to let go. Oh! Zur Premiere des Films wurde in Hollywood der rote Teppich ausgerollt.
Es kamen jede Menge Ehrengäste, unter ihnen auch solche Größen wie Dudley Moore, der etwas spät dran war, doch trotzdem schnell einen Gruß nach Deutschland loswerden wollte. Hello, German television. Thank you. John James erschien mit der Dame, mit der wir ihn schon früher im Shrine-Auditorium trafen. Damals waren die beiden lediglich befreundet. Hat sich das inzwischen geändert? Noch immer nicht, sagt John, aber man kommt sich in Sachen Ehe langsam näher. Um der Veranstaltung den schönstmöglichen Rahmen zu geben, erschienen auch Miss Teen USA und Miss Universe. Regisseur Dennis Hopper, der für seine oft brutalen Filme bekannt ist, wollte sich heute Abend sicher mal richtig entspannen. Sein letzter Film Colors erregte viel Aufsehen und Proteste. Wird sein nächster Film etwas weniger kontrovers? I just finished directing a movie that I star in also with Jodie Foster. Dennis hat gerade die Arbeiten an einem Film mit dem Titel Backtrack abgeschlossen. Er führt nicht nur Regie, er spielt selbst mit. Dennis stellt einen Killer dar, der von der Mafia angeheuert wurde, um eine Frau zu töten, die von Jodie Foster gespielt wird. Naja, vielleicht wird jetzt ja die Mafia auf die Straße gehen und protestieren. Pee-wee erschien mit Valeria Golino, der jungen Dame, die an seiner Seite die Hauptrolle spielt. Im wirklichen Leben übrigens auch. Wunderbar. Sorry, Gina. It's okay, Pee-wee. We'll try something else. Pee-wee ist sehr bescheiden und gibt vor, gar nicht zu wissen, warum er so beliebt ist. I don't know. Do you know? I know that I love him. I don't know why everybody else loves him. Valeria weiß jedenfalls, warum sie ihren Pee-wee liebt. Victor Pee-wee ist ein Kinderfilm, nicht nur für Kinder. Die lustige Art und das zweifellos überragende Talent des Komikers findet auch bei vielen Erwachsenen Anklang, die sich im Kino wahrscheinlich auch einfach mal entspannen möchten, ganz ohne tiefschürfende Probleme. Fans von Pee-wee Herman dürfen mal wieder Kind sein, ganz egal wie alt sie sind. Where's the children? The children! Why don't you take a picture? It'll last longer. Ah! Paparazzi! Oh, Pee-wee, really? Now, children! Mr. Herman and I would like... Pee-wees erster Film, liebe Zuschauer, war bei uns bisher nur in den Videotheken zu sehen. Mal abwarten, wann seine manchmal haarsträubenden Abenteuer auch bei uns den Weg ins Kino finden. 180.000 $ hat Brigitte Nielsen in ihre Karriere bzw. in ihre Oberweite gesteckt. Eine Investition, die sich sicherlich gelohnt hat. In der italienischen Beziehungskomödie spielt sie eine professionelle Billardspielerin, die sich in einen Schürzenjäger namens Paolo verliebt, der aber trotz Scheidung nicht so recht von seiner Ex-Frau loskommt. Neben Brigitte spielen unter anderem das US-Topmodell Carol Ault und Jason Connery, Sohn übrigens vom berühmten Sean Connery, mit. Sie erkennen ihn im Filmausschnitt an Brille und Bart. Bye Bye Baby heißt der Streifen nach dem Song von Marilyn Monroe aus dem Film Das verflixte 7. Jahr. Aber ansonsten hat der Streifen mit dem legendären Kinoklassiker nicht viel gemeinsam. Nicht schlecht, kann sich sehen lassen. Danke. Sehr gut. Du nimmst das Queue in die Hand und konzentrierst dich auf die Kugel da drüben. Richte deine Augen auf sie. Schön locker lassen, sonst kriegst du einen Krampf im Arm. Okay. Gucken, gucken und Stoß. Wirklich gut. Ist gar nicht so schwer, nicht wahr? Hast du das Geräusch der Kugel gehört? Ja, ist ein hübscher Klack. Das hier ist ein Tisch aus dem 17. Jahrhundert. Verrückt, nicht? Angeblich soll Katharina die Große ihn mit ganzen Regimentern belagert haben. Sie war eine verdammt gute Spielerin. Sie ließ ihren Mann auf dem Tisch ermorden. Während einer Partie. Die Frau hatte Geschmack. Sie
kennen sich erst ein paar Tage, sind aber bereits ein Herz und eine Seele. Er kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er denkt doch allen Ernstes, dass er mit ihr und ihrem Billardstock ein Leben wie auf Rosen gebettet führen kann. Oh, er ist so glücklich mit ihr. So glücklich mit ihr, dass er sie heiraten und mich aus seinem Leben streichen will. Na los, lies es, lies es. Wir sind unvereinbare Charaktere. Und das Schlimmste daran ist, dass ich vor Gericht erscheinen muss. Sicht.